Hallo liebe Leute da draußen, ich bin der Dave und wir werden uns heute mit dem tollen Thema des Airbrush reinigen und zerlegen und montieren beschäftigen. Ich habe die heute für dieses schöne Bild benutzt und werde sie jetzt eine längere Zeit nicht mehr brauchen, deswegen werden wir sie reinigen und zerlegen und wieder montieren. Also verzeiht mir das bitte. Hier haben wir jetzt die Evolution Silverline. Die gibt es übrigens noch in zwei verschiedenen Versionen zu kaufen, einmal in der Solo und einmal in der Two of One. Was ist da der Unterschied? Bei der Solo habt ihr die Pistole so, wie ihr sie jetzt hier gerade seht, mit einer 0,2er Düse, 0,2er Nadel. Und bei der Two of One habt ihr quasi nochmal eine zweite Nadel und Düse mit dabei, die ist aber diesmal eine 0,4er Düse und eine 0,4er Nadel. Und dazu ist noch ein größerer Becher dabei mit 5 Milliliter Fassungsvermögen. Die Standardteile haben, glaube ich, nur 2. Ich muss dazu sagen, ich benutze eigentlich den großen Becher so gut wie nie, weil er mir einfach zu klobig und zu groß ist und zu viel im Weg. Aber das müsst ihr dann für euch selber ein bisschen ausprobieren, ob euch das mehr taugt oder nicht. Mir sagt es, wie gesagt, weniger zu, aber das muss jeder für sich selber dann entscheiden. Und ja, wie gesagt, es gibt natürlich noch einen preislichen Unterschied. Die Two-in-One liegt bei 160 Euro, die Solo liegt bei 120 Euro. Ich finde die Two-in-One gar nicht schlecht, weil dann habt ihr einfach nochmal eine zweite Düse und Nadel, die ihr dann quasi benutzen könnt. Ich würde euch auch die kleinere, die 04er am Anfang erstmal empfehlen. Zu der Verwechslungsgefahr, damit das eigentlich euch nicht passieren kann, haben die das bei Harder und Steenbeck eigentlich recht schön gelöst, weil die Nadeln und die Düsen sind eigentlich alle gekennzeichnet. Also es kann euch eigentlich nicht passieren. Das zeige ich euch jetzt mal noch schnell mit einer 0,2er und einer 0,4er Düse. Und zwar haben wir jetzt hier die 0,2er. Da sehen wir nämlich schön den Griff hinten. Die hat jetzt nämlich gar keine Einkerbung. Daran erkennt man eigentlich, das ist eine 0,2er Nadel. Das kann euch eigentlich nichts passieren. Und wie gesagt, das gleiche auch bei den Düsen. Da haben wir jetzt eine leichte Einkerbung. Wie man sieht, die hat jetzt nur eine Einkerbung, daran erkennt man auch, dass es eine 0,2er ist und somit sind die quasi immer gekennzeichnet, dass ihr die quasi nicht die 0,4er versehentlich mit der 0,2er tauscht und dann irgendwie die Düse kaputt macht, weil die Nadel zu groß ist, und das kann euch eigentlich damit nicht passieren. Da zeige ich euch jetzt gerade mal die 0,4er. Da sieht man jetzt, die hat eine leichte Nachkommfokus. Ja, wunderbar. Da sieht man, die hat eine leichte Einkerbung drin. Und dann weiß man genau, okay, das ist jetzt die 0,4er Nadel. Und dann kann euch das eigentlich, wie gesagt, nicht mehr passieren. Da sehen wir jetzt nämlich gerade die 0,4er Düse. Die hat jetzt einfach ein bisschen stärkeren Rand drinnen. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile aber ein kleines Update. Es gibt nämlich neuere Versionen von den Nadel und Düsen, die zeige ich euch auch nochmal schnell geschwind. Da haben sie das jetzt ein bisschen verändert, um es wahrscheinlich noch besser zu kennzeichnen. Da hat jetzt jede Düse, ich glaube, der entsprechenden Größe dann die Rillen drin, eine 0,2er 2, eine 0,4er 4. Und die Nadeln haben hinten doch eine markantere Einfräsung, einfach wahrscheinlich, um es besser identifizieren zu können. Da fummel ich gerade noch rum und gucke mal, ob ich die passenden finde. Damit ihr das auch mal gesehen habt und euch nicht wundert, wenn ihr dann auf einmal so eine Airbrush kauft und die hat eine ganz andere Nut oder so. Also keine Sorge, da gibt es jetzt die Version 2. Da sieht man es jetzt, da ist ein bisschen schmaler auch. Hat 2 Einfräsungen drin. Das ist jetzt die neuere Version. Und ja, da haben wir die Nadel und man sieht schon einen markanten Unterschied. Es ist nicht mehr eine leichte Einkerbung, sondern eine richtige Fräsung, und dann kann man es noch schneller zuordnen. Und keine Sorge, die Version 1 und 2 sind miteinander kompatibel. Das noch dazu, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, hier sehen wir jetzt gerade die Airbrush-Pistole, die ich für das Bild benutzt habe. Da ist jetzt noch ein bisschen Restfarbe weiß drin. Die werden wir jetzt natürlich erstmal los, und dafür nehmen wir uns natürlich unseren Cleaning Pot zur Hilfe. Den finde ich dafür sowas nämlich eben einfach geschickt. Und dann fliegt ihr nämlich nicht das ganze Zeug rum und alles. Was ich auch mal ganz gerne mache, wenn ich den so ein bisschen in den Cleaning Pot reinhaue, dann
nehme ich gleich ein bisschen was vom Reiniger und mache die schon mal so ein bisschen grob sauber, die Pistole, damit die eben einfach nicht nachher gleich das Wasser im Ultraschallreiniger gleich so dreckig macht. Der Reiniger, wie schon in meinem ersten Video gesagt, dabei handelt es sich mittlerweile nur noch um einen stinknormalen Glasreiniger, den jeder zu Hause haben sollte. Und den fülle ich bloß immer in das andere Gefäß um, weil es einfach ein bisschen leichter fürs Handling ist zum Reinschütten und so weiter. Aber wie gesagt, da ist nur Glasreiniger drin und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Da hauen wir jetzt ein bisschen was rein und blasen noch so das restliche, die Restfarbe noch ein bisschen raus. Ich nehme mir da noch ein bisschen den Pinsel zur Hilfe, um einfach ein bisschen das Ganze noch im Becher schon mal ein bisschen rauszunehmen, so damit die Pistole einfach mal schon mal so eine Grundreinigung hat und einfach schon mal ein bisschen sauberer ist, damit sie eben nach dem Ultraschallreiniger nicht alles gleich voll macht. Und man sieht, also es geht dann schon recht fix und da hat man dann seine Freude dran. Jetzt kommen wir zum Zerlegen. Ich habe schon mal das Sieb vom Ultraschallreiniger rausgenommen, wo ich die Teile jetzt einfach reinlege. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Becher oben an. Den hauen wir mal rein und dann zerlegen wir weiter hinten den Griff. Den schrauben wir jetzt auf und machen den dann noch gleichzeitig rein. Jetzt lösen wir die Schraube, die die Nadel festhält. Die machen wir dann fast ganz auf, beziehungsweise wir können sie auch gleich ganz aufmachen und hauen sie gleich ganz rein. Weil das Problem ist jetzt, wenn man die Nadel voll hat und die Pistole ist voll und wir ziehen sie natürlich nach hinten raus, dann ist natürlich das Problem, dass die Restfarbe, die noch dran ist, die wird natürlich durch den ganzen Airbrush-Körper gezogen und somit ist eigentlich auch alles dreckig. Also wenn ihr mal eine längere Zeit arbeitet, könnt ihr sie auch so wie am Anfang nur kurz durchspülen und dann ist sie sauber. So mache ich es auch, dann benutze ich sie ein paar Tage, aber wenn ich merke, so es wird langsam immer mehr und mehr, dann zerlege ich die einmal fix, so wie jetzt hier. Und dann ist die einmal wieder komplett sauber. Wie gesagt, die ganzen Einzelteile rein. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr, wie gesagt, das Video einfach dann stoppen und im Detail dann angucken. Und dann habt ihr da schon einen Großteil zerlegt. Jetzt kommt noch vorne die Düse und die Schutzkappe. Ich arbeite übrigens auch immer ohne Schutzkappe, weil ich da einfach besser zurechtkomme. Euch würde ich es am Anfang empfehlen, lasst sie drauf, damit die Nadel vorne nicht zu schnell kaputt geht. Aber auch da sehen wir einfach, wie sich schon die Farbe überall absetzt mit der Zeit und einfach alles zuschmiert. Deswegen finde ich ja den Ultraschallreiniger da so praktisch. Der macht es eigentlich relativ super schon schön sauber. Was ich immer noch am Anfang gerne mache, wenn man eine Zeit lang mit den Airbrush-Pistolen arbeitet, dann gerade in der Düse, die ist ja eh schon so klein und eng, da setzt sich dann innen drin immer ein bisschen mehr Farbe, aber immer ein bisschen mehr Farbe. Und da gibt es eigentlich ein ganz schönes Tool und Werkzeug, was das Ganze sauber macht. Da muss man aber übrigens vorsichtig sein, weil das kann natürlich schnell passieren, dass die Düse sonst kaputt geht oder quasi gesprengt wird, wenn man da mit diesem Werkzeug reingeht, um das sauber zu machen. Das ist es nämlich. Das werde ich aber auch noch in den Comments unten verlinken, das ganze Zeug, was ich hier benutze. Und zwar ist es so ein spezieller Reiniger für die Düse. Wie gesagt, da aufpassen, dass er nicht zu stark reindrückt, weil sonst sprengt ihr oben den Düsenkopf und dann ist er kaputt. Aber was ihr jetzt gleich sehen werdet, ich stecke ein bisschen rein und drehe so und man sieht schon oben, da kommt so die Wurst raus. Das ist quasi die Farbrückstände, die jetzt in der Nadel drin sind. Die mache ich jetzt im Vorhinein schon gerne ein bisschen sauber, damit es eben nachher im Ultraschallreiniger dann nicht mehr nur noch so ein bisschen den Rest rausspült. Das müsst ihr ja auch nicht immer machen, aber nach so einer gewissen Zeit bietet es sich einfach an. Genau, vorne weggenommen und dann passt es nämlich schon. Jetzt hauen wir die nämlich auch noch mit rein. Wie gesagt, passt mit der Nadel in dem Reiniger, also in dem Ultraschallreiniger auf, dass sie euch da eben auch nicht kaputt geht. Und dann würde ich sagen, hauen wir das Ganze mal rein. Beim Ultraschallreiniger würde ich euch noch empfehlen, einen etwas größeren zu nehmen. Ich habe den hier mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, deswegen ist der ein bisschen fast zu klein für die Nadel. Die stößt nämlich fast an. Also da sucht euch lieber ein bisschen etwas länglicheren raus, der euch da ein bisschen besser hilft. So, ich habe jetzt hier normales Leitungswasser, was da reinkommt.
Das hauen wir da jetzt rein bis fast auf Max. Dann werden wir uns jetzt nämlich den Korb nehmen und das Ganze reinstellen. Und auch da werde ich jetzt wieder ein bisschen was vom Glasreiniger reinhauen. Einfach so ein paar Spritzerle, damit sich das alles ein bisschen besser löst. Wie gesagt, im Glasreiniger ist Alkohol drin und der sorgt eben dafür, dass die Farbe da schön weggeht. Klappe zu und ich würde sagen, wir lassen das auf 7 Minuten eingestellt und lassen die einfach mal laufen. Hier noch schön zu sehen, wie der Ultraschallreiniger arbeitet. Man sieht das hier ganz toll. Im bloßen Auge erkennt man es nicht, aber mit der Kamera eigentlich ganz cool. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also so, der Ultraschallreiniger hat seinen Dienst getan und es ist schon mal alles relativ schön sauber. Jetzt nehmen wir uns einfach stinknormale Mikrofasertücher und machen das Ganze sauber. Ich habe zu dem Ganzen noch nur so eine Kunststoffbürste, ein paar Pfeifenreiniger. Da gibt es auch spezielle. Ich habe jetzt da noch irgendwelche No-Name-Dinger und noch Ohrenstäbchen, die ich zum Saubermachen gerne benutze. Hier bei der Nadel natürlich immer nur nach unten ziehen, nie nach oben putzen, sonst bleibt sie gleich irgendwo hängen und sie ist kaputt. Nicht empfehlenswert. Wie gesagt, einfach das Ganze immer schön sauber machen und dann habt ihr da eigentlich sehr lange Freude an so einer Airbrush-Pistole. Wie gesagt, ich mache sie nicht jedes Mal jetzt immer so extrem sauber, sondern wenn ich an dem Projekt dran bin, dann benutze ich eine Pistole auch über einen längeren Zeitraum. Blas die eben einfach mit dem Glasreiniger immer wieder mal ein bisschen sauber, nehmt den Pinsel da ein bisschen zur Hand für oben und für vorne an der Düse. Und dann benutze ich die über einen längeren Zeitraum und mache sie dann aber, wie gesagt, am Ende dann immer doch wieder so schön sauber, damit ich eigentlich einfach lange was davon habe. Das würde ich euch auch empfehlen, das einfach so zu machen. Wenn ihr das jetzt über einen längeren Zeitraum macht, dann wird es auch nicht so lange wie jetzt hier dauern. Das geht dann doch immer relativ schnell und zackig von der Hand zerlegt, da rein, kurz durchputzen und wieder zusammenbauen. Das sind dann von mir aus, lass es 10 Minuten sein, wenn überhaupt. Und es ist dann gar kein so ein großer Act mehr. Wie gesagt, da nehmen wir den Pfeifenreiniger, machen die mal noch ein bisschen von innen sauber, damit die Düse einfach schön sauber ist, weil sich da doch ganz schnell die Farbe sammelt, weil sie eben auch so klein und eng ist. Und dann habt ihr das Problem da nämlich nicht mehr. Da nehmen wir ein bisschen die Bürste noch für den Deckel vorne. Das Schwierigste ist eigentlich, finde ich, jetzt noch nach wie vor einfach im Airbrush-Körper selber innen drin. Da haben wir dann noch ein paar Dichtungen und ein paar Sachen, die eigentlich auch immer relativ schnell über einen längeren Zeitraum Farbe ansetzen. Da immer auch schön mit einem Wattestäbchen eigentlich rein und das Ding sauber halten, damit es einfach sauber bleibt. Auch beim Griff, der schmutzt manchmal auch gerne schnell zu. Wenn dann mal doch ein bisschen Farbe da rückwärts läuft, was alles passieren kann. Das zeige ich euch aber noch in einem anderen Video. Gerade speziell mit Farben und mit der Pistole und was da so passieren kann. Ich versuche das jetzt euch gleich mal ein bisschen zu zeigen, was ich da meine. Auf welche Stellen ihr noch ein bisschen achten solltet. Wo sich, wenn sich Farbe absetzt, dann einfach gerade beim Griff, da wo die Luft eben rauskommt, wenn das manchmal zuklebt, dann habt ihr irgendwann nämlich gar keine Luft mehr. Man sieht jetzt hier schön, der Ultraschallreiniger packt schon einiges, aber halt auch nicht alles. Da haben wir auf jeden Fall vorne ein bisschen Dreck drin. Da nehme ich jetzt ein bisschen die Bürste und putze sauber. Wenn ihr eben so eine Bürste nicht habt, dann nehmt sie auch von mir aus normale Ohrenstäbchen, die funktionieren da eigentlich auch ganz gut. Da müsst ihr nur aufpassen, dass eben nicht es gibt manchmal so ein bisschen arg billige, hatte ich letztes Mal, die haben dann so rumgefusselt, dann war natürlich alles voll. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber da einfach so ein bisschen noch den letzten Rest wegmachen, ist eigentlich schon ganz cool. Eine Schraube mit einer Dichtung. Da solltet ihr auch mal wieder schauen, dass die dann immer sauber bleibt. Da putzen wir gerade dieses Griffstück, wo eben die Luft rauskommt. Das sieht man jetzt hier ganz schön, diesen kleinen Stift. Wenn der halt mit der Zeit voll schmiert, dann kann das auch sein, dass da nicht mehr gescheit Luft rauskommt.
und da eben innen drin, wo die Nadel eingeführt wird, da setze ich auch mal gerne ein bisschen Farbe ab und das am besten auch immer sauber halten. So, da sind wir schon fast fertig. Auf was ihr aber trotzdem noch ein bisschen Obacht geben solltet, ist eben dort, wo sich das Griffstück befindet, diesen kleinen Stift, den wir gerade vorhin gesehen haben, der wird von einer Schraube in Feder quasi immer nach oben gedrückt, damit eben gewährleistet ist, dass nicht immer dauerhaft Luft rauskommt. Der kann sich natürlich über einen längeren Zeitraum in dem Ultraschallreiniger manchmal etwas lösen. Das ist mir schon passiert. Und da müsst ihr dann halt einfach mit einem normalen Schraubenzieher die wieder ein bisschen anziehen oder eben lose machen, je nachdem. Und dann schauen, dass das einfach wieder normal funktioniert. Wie gesagt, da einfach mal immer wieder ein bisschen drauf gucken, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, es läuft nicht mehr so wie vorher. Und ansonsten sollte das schon hier fast gewesen sein. Jetzt werden wir die noch schnell fix zusammenbauen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ihr habt jetzt wieder eine saubere Airbrush-Pistole. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Mich hat es auf jeden Fall wieder sehr gefreut. Haut rein, bis zum nächsten Mal.